Willkommen zu unserer Stadtführung in Koblenz. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour beim Deutschen Eck. Das Deutsche Eck in Koblenz, an dem Mosel und Rhein zusammenfließen, ist eine beeindruckende Landmarke mit historischer Bedeutung. Benannt nach einer Niederlassung des Deutschen Ordens, ist es heute vor allem durch das monumentale Reiterdenkmal bekannt. Dieses Reiterdenkmal, mit einer Höhe von 37 Metern, zeigt Kaiser Wilhelm I. hoch zu Ross in seiner Generalsuniform. Die Siegesgöttin führt das Pferd und hält die Kaiserkrone in der Hand. Das Denkmal wurde 1897, kurz nach dem Tod des Kaisers, errichtet, um seine Rolle bei der Einigung Deutschlands nach 3 Kriegen zu ehren. Um Platz für das Monument zu schaffen, wurde ein Nothafen zugeschüttet, der sich zu dieser Zeit an der Mündung der Mosel befand. Hierdurch entstand das Deutsche Eck in seiner jetzigen Form. Die Landzunge dient nicht nur als Symbol für die Zusammenführung von Rhein und Mosel, sondern auch als Ausgangspunkt für zahlreiche Wander- und Radwege entlang der Flussufer. Das Deutsche Eck ist ein beliebter Touristenmagnet, aber auch ein Veranstaltungsort für Ereignisse wie das Koblenzer Sommerfest mit Rhein in Flammen sowie das Kaiserfestival in den Sommermonaten. Die Geschichte des Deutschen Ecks spiegelt die wechselvolle Zeit der deutschen Geschichte wider, von den Anfängen mit dem Deutschen Orden über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung und der Rekonstruktion des Denkmals im Jahr 1993. Heute ist das Deutsche Eck nicht nur ein historischer Ort, sondern auch ein lebendiges Symbol für Einheit und Frieden. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal wurde im Jahr 2002 in die Liste des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal aufgenommen und zieht am Deutschen Eck mehr als 2 Millionen Besucher jährlich an. Die Rheinseilbahn in Koblenz bietet eine faszinierende Möglichkeit, die Stadt und das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben. Die Talstation der Seilbahn ist am Konrad-Adenauer-Ufer in der Nähe der Basilika St. Castor und führt über den Rhein hinauf zur Bergstation an der Festungsanlage Ehrenbreitstein. Hierbei werden insgesamt 112 Meter Höhenunterschied überwunden. Die Seilbahn ist ein schönes Erlebnis für jeden, der Koblenz auf einem Städtetrip erkundet. Die Rheinseilbahn wurde als besondere Attraktion für die Bundesgartenschau 2011 konzipiert und ist seit 2010 in Betrieb. Die Seilbahnlänge erstreckt sich über 890 Meter und die Gondeln bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 16 km/h, was einer zurückgelegten Strecke von 4,5 Metern pro Sekunde entspricht. Mit einer Beförderungskapazität von 7.600 Personen pro Stunde übertrifft sie alle anderen Seilbahnen in Deutschland. Die Sitzanordnung in den insgesamt 18 Gondeln ermöglicht es jedem Passagier, die atemberaubende Aussicht während der Fahrt zu genießen. Eine Besonderheit der Rheinseilbahn ist ihre Barrierefreiheit, die es jedem ermöglicht, die Fahrt zu genießen. Die Gondeln verfügen über einen bodenebenen Ein- und Ausstieg. Die Seilbahn ist nicht nur eine schnelle Verbindung zwischen der Koblenzer Altstadt und der Festung Ehrenbreitstein, sondern hat sich zu einer eigenständigen Attraktion entwickelt, vor allem auch wegen der faszinierenden Aussicht. Einen besonders schönen Blick genießt man aus der Gondel auf den Zusammenfluss von Rhein und Mosel und das Deutsche Eck mit dem Reiterdenkmal. Die imposante Festung Ehrenbreitstein, die majestätisch auf einem Felssporn thront, strahlt eine faszinierende Aura aus. Auf einer Höhe von 118 Metern über dem Rhein bietet die Festung Ehrenbreitstein zweifellos einen atemberaubenden Blick auf Koblenz und den Zusammenfluss von Mosel und Rhein. Ursprünglich als Verteidigungsbauwerk und Kaserne genutzt, hat sich die Festung heute zu einem lebendigen Kulturzentrum mit vielfältigen Ausstellungen und einem breiten Kulturprogramm entwickelt. Sie zählt heute auch zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Als Teil der Festung Koblenz war Ehrenbreitstein in der Preußenzeit eine der größten Befestigungsanlagen. Heutzutage handelt es sich um die zweitgrößte erhaltene Festung in Europa.
Die jetzige Gestalt wurde zwischen 1817 und 1828 geschaffen. Doch ihre Wurzeln reichen bis in das Jahr 1000 zurück. Damals beauftragte der Konradiner Ehrenbert den Bau einer Burg, die im Verlauf der Jahre den Namen von Ehrenbertstein zu Ehrenbreitstein änderte. Heute ist die Festung ein beliebtes Ausflugsziel und Kulturort. Im Besitz von Rheinland-Pfalz beherbergt sie unter anderem das Koblenzer Landesmuseum, das Ehrendenkmal des Deutschen Heeres und eine Jugendherberge. Für all jene, die sich intensiver mit der geschichtsträchtigen Vergangenheit der Festung auseinandersetzen möchten, stehen informative Führungen bereit, an welchen teilgenommen werden kann. In den 4 Ausstellungshäusern des Landesmuseums Koblenz werden außerdem ansprechende Dauer- und Wechselausstellungen gezeigt. Die Schwerpunkte erstrecken sich dabei über die Bereiche Fotografie, Weinbau und Genuss, Archäologie sowie Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Die Festung Ehrenbreitstein ist mit ihrem einzigartigen Ausblick, ihren vielfältigen Veranstaltungen sowie der lebhaften Geschichte ein schönes Ausflugsziel in Koblenz. Das kurfürstliche Schloss in Koblenz zählt zu den herausragenden Schlössern des französischen Frühklassizismus und ist eines der letzten Residenzschlösser, das direkt nach der Französischen Revolution in Deutschland errichtet wurde. Die Architektur besticht durch ein rechteckiges Hauptgebäude mit Säulen, das parallel zum nahegelegenen Rheinufer verläuft. Die Fassade zur Stadt hin beeindruckt mit einem hohen Portikus und 8 Säulen, während zur Rheinseite 6 Säulen und ein Relief des Bildhauers Sebastian Pfaff für einen imposanten Abschluss sorgen. Das kurfürstliche Schloss wurde 1777 bis 1786 von Clemens Wenceslaus von Sachsen erbaut. Aufgrund von Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erfolgte in den Jahren 1950 und 51 der Wiederaufbau. Seit 1960 ist das Schloss im Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Es ist Bestandteil des von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten oberen Mittelrheintals. Im Vorfeld zur Bundesgartenschau 2011 wurde der Mittelteil des Schlosses umfassend saniert. Die Räumlichkeiten können nun auch als Veranstaltungsorte genutzt werden. Im historischen Ambiente stehen Räume in der Größe von 75 bis 370 Quadratmetern zur Verfügung. Diese eignen sich für unterschiedliche Veranstaltungen wie Workshops, Tagungen, Meetings und Hochzeitsfeiern. Der Schlossgarten, der ebenfalls für die Bundesgartenschau neu gestaltet wurde, steht auch weiterhin Besuchern offen. Durch die aufwendige Rekonstruktion des Schlossgartens, die sich an den Entwürfen des preußischen Gartenbaumeisters Peter Joseph Lenné orientiert, wird die Spannung zwischen historischer und moderner Gartengestaltung lebendig. Im Jahr 2029 wird das Schloss erneut in die Bundesgartenschau integriert sein, die dieses Mal das gesamte Welterbe Oberes Mittelrheintal von Bingen-Rüdesheim bis Koblenz umfasst. Die linke Rheinseite in Koblenz beherbergt das Konrad-Adenauer-Ufer und die Kaiserin-Augusta-Anlagen, die sich über insgesamt 3,5 Kilometer erstrecken und miteinander verschmelzen. Das im Jahr 1896 eingeweihte Kaiserin-Augusta-Denkmal ist von besonderer Bedeutung. Es zeigt die Stifterin in fortgeschrittenem Alter, so wie die Koblenzer sich an die Kaiserin erinnern, die auch im hohen Alter gerne in Koblenz verweilte. Bruno Schmitz, der auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck entworfen hat, gestaltete dieses intime und dennoch repräsentative Denkmal für die Kaiserin. Es befindet sich auf dem früheren Spielplatz der Prinzessin Luise, der Tochter von Wilhelm und Augusta. Dieser Ort soll der Ausgangspunkt der Parkplanungen gewesen sein. Die Kaiserin-Augusta-Anlagen stellen den südlichen Teil der Rheinanlagen dar. Dieser wurde durch Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, der Ehefrau von Kaiser Wilhelm I., in Auftrag gegeben. Mit Skulpturen, Terrassen, Brunnen und Pavillons ist hier ein Ort der Begegnung und Erholung für die Bürger entstanden. Umgesetzt wurde das Vorhaben vom preußischen Gartenbaumeister Peter Joseph Lenné in der Zeit von 1856 bis 1861. Ein Grundgedanke dabei war, den Bewohnern von Koblenz einen Platz zu schaffen, in dem sie sich in der immer enger werdenden Stadt zurückziehen und während ihrer Freizeit die großzügige Rheinlandschaft in ihrer Weite erleben konnten.
Im Zuge der Bundesgartenschau 2011 erfolgte eine Neugestaltung der Rheinanlagen und somit der beiden Abschnitte Konrad-Adenauer-Ufer und Kaiserin-Augusta-Anlagen. Das Schloss Stolzenfels am linken Rheinufer ragt majestätisch aus der Umgebung hervor. Einst Sommerresidenz von Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, spiegelt es nicht nur die Rheinromantik wider, sondern auch die herausragende Baukunst des preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel. Nach dessen Plänen wurde aus der damaligen Burgruine eine neugotische Residenz erschaffen. Um die Schlossanlage zu erkunden, muss der Besucher zunächst einen Serpentinenaufgang, vom Stadtteil Stolzenfels ausgehend, zu Fuß bewältigen. Entlohnt wird dieser Aufstieg mit einem schönen Ausblick. Ursprünglich wurde das Gebäude als Burg Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet. Das Ziel des Erzbischofs von Trier, Arnold von Isenburg, war es damals, die Territorialgrenzen gegen seinen Mainzer Konkurrenten zu sichern. Außerdem wurde die Burg bis 1412 dafür eingesetzt, den Rheinzoll zu erheben. Der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm erhielt die Ruine als Geschenk der Stadt Koblenz. Im Jahr 1842 wurde der Abschluss der Arbeiten mit einem stattlichen Kostümball gefeiert. Das Schloss beeindruckt mit Wandmalereien und Originalausstattung, die Einblicke in das Leben des preußischen Königs gewähren. Der dazugehörige Landschaftspark wurde von Peter Joseph Lenné gestaltet. Terrassen mit blühenden Sträuchern umgeben das Schloss und schaffen eine harmonische Verbindung mit seiner hellen Fassade. In der Kunst- und Kulturgeschichte zählt Schloss Stolzenfels zu den herausragendsten Bauwerken der Rheinromantik. Seit dem Jahr 2002 gehört es zum von der UNESCO anerkannten Welterbe Oberes Mittelrheintal. Heute gibt das Schloss tiefe Einblicke in seine Geschichte und das Leben seiner Bewohner. Es dient auch als Ort für Veranstaltungen und exklusive Konzerte, was das Schloss zu einem beliebten Anziehungspunkt macht.